Zwischen tönenden Trommeln und riesigen Schlangenmonstern steckt ein kultureller Schatz Japans, der Unterhaltung für die Götter selbst ist und deswegen so episch, dass er mich zum enthusiastischen Theatergänger gemacht hat. Sein Ursprung sind die Erzählungen aus dem Kojiki und dem Nihon Shoki, den zwei ältesten Werken mit schriftlichen Überlieferungen japanischer Mythen und Legenden. Denen zufolge zog sich die Sonnengöttin Amaterasu in eine Höhle zurück, wodurch die Welt in Kälte und Dunkelheit getaucht wurde. Darauf brachte die Gottheit Ame no Uzume die anderen Götter dazu, einen wilden Tanz aufzuführen, damit Amaterasu wieder aus ihrer Höhle herauskommt. Das Wort selbst bedeutet so viel wie Götterunterhaltung. Ursprünglich waren es heilige Tänze, die von Schreinpriesterinnen, die als Nachkommen von Ame no Uzume gelten, aufgeführt wurden. Im Laufe der Zeit verbreiteten sie sich jedoch immer weiter und es entwickelten sich verschiedene Formen. Wie das Ganze heutzutage aussieht, kannst du selbst erleben, wenn du Mittwochabends ab 18 Uhr zur Kulturhalle im Stadtzentrum von Hiroshima direkt in der Nähe des Atombombendenkmals gehst. Dann beginnt nämlich der Einlass für die Vorstellung, die zwischen 45 Minuten und eine Stunde dauert. Reservierung brauchst du keine, der Eintritt kostet 1500 Yen, was derzeit etwa 8 Euro sind. Start der Aufführung selbst ist 19 Uhr. Das Besondere an dieser Mittwochsvorstellung ist, dass sie sich explizit an Touristen und jene ohne Sprachkenntnisse richtet. Entsprechend bekommst du beim Reingehen nicht nur einen Flyer, in dem die Geschichte der an dem Tag stattfindenden Show auf Englisch beschrieben ist, während der Vorführung selbst werden zudem alle Dialoge übersetzt auf einem Bildschirm über der Bühne angezeigt. Ich gehe seit Jahren immer mal wieder her und habe bisher 3 der Geschichten erlebt, die hier aufgeführt werden. Die erste nennt sich Yamato no Orochi und handelt von einem gewaltigen, schlangenartigen Monster mit 8 Köpfen aus der japanischen Mythologie, das von Susanoo mit einer List gestoppt wird. Die sah ich mittlerweile schon gut 4 oder 5 Mal und die Inszenierung ist einfach nur beeindruckend. Grund dafür sind einige der größten Helden der Aufführung, die hier nur am Rand sitzen. Die Musiker. Das gesamte Stück wird von heftigen Trommeltönen begleitet und die Darsteller selbst schreien ihre Zeilen in einer Art Singsang mit Nachdruck durch die Halle. Und bei denen merkst du schnell, dein typisches Japanisch würde hier kaum weiterhelfen, denn es werden durchaus ältere Ausdrücke verwendet und sie zu verstehen bedarf erst einiges an Übung. Wie du die Sprache lernst, findest du in diesem Sinne aber auch auf meinem Kanal heraus. Um dich an die Ausdrücke von japanischen Kakula zu gewöhnen, musst du aber wirklich erst einige Aufführungen gesehen haben. Der Auftritt von Orochi ist verdammt imposant. In Hiroshima wird es von 4 Personen gespielt, ich sah es aber auch schon auf größeren Bühnen, wo die Aufgabe wirklich ganze 8 kostümierte Tänzer übernahm. Das Highlight hier ist der große Kampf zwischen dem Monster und Susanoo am Ende. Bei einer der ersten Aufführungen, die ich sah, wurde der richtig episch inszeniert mit durch Schleier dargestellte Blutfontänen. Seinerzeit durfte man allerdings noch keine Videos machen, sondern nur Fotos, weswegen ich dir hier auch nicht mehr zeigen kann. Bei den Jüngeren sah ich so etwas nicht mehr, aber es ist gut möglich, dass hier ab und an und je nach aufführender Gruppe ein wenig variiert wird. Was ebenfalls sehr beeindruckend ist und was ich bereits bei mehreren Aufführungen sah, ist, wie sich die Kostüme im laufenden Stück während der Tänze ändern. Wenn du da einmal blinzelst, bekommst du das aber kaum mit. Die zweite Geschichte, die ich sah, ist Momijigali, in der Hachiman gegen einen Dämonen kämpft. Allerdings habe ich die nicht komplett erlebt, da einer der Darsteller krankheitsbedingt ausfiel. Das beeindruckt vor allem durch den Tanz mit Pfeil und Bogen von Hachiman. Und schließlich ging ich jüngst noch zu Oeyama, in dem eine Gruppe von Dämonen Dorfbewohner belästigt. Darauf entsandte der Kaiser einen Lord aus Kyoto, um sich des Problems anzunehmen. Allerdings will ich hier nicht alles zeigen. Denn es vor Ort zu erleben, ist wesentlich einprägsamer. Denn dann spürst du jeden Trommelschlag richtig im Magen. Deswegen will ich hier wirklich nochmal die Musiker hervorheben. Es gibt auch noch zahlreiche andere Aufführungen. Eine Sammlung aller und welche es gerade zu sehen gibt, siehst du direkt auf der offiziellen Webseite. Wie es mein Timing so wollte, sah ich die aber noch nicht, denn durch Zufall spazierte ich immer nur zu Yamato no Orochi rein. Eine weitere Geschichte ist etwa die von Tsuchigomu, die sich um die Reichseinigung Japans dreht und in der der Shogun gegen Spinnendämonen kämpft. Oder die von Takeyasha Hime, in der die titelgebende Prinzessin in einen Dämonen verwandelt wird, um Rache an den Mördern ihres Vaters zu nehmen. Das sind zudem nur die Aufführungen in der Stadt, du kannst Kakula auch noch an anderen Orten erleben, etwa im Itsukushima-Schrein auf Miyajima, aber auch vielen kleineren Städten.
Und wenn du jetzt sofort einen tieferen Einblick haben willst, auf YouTube kannst du dir diese regelmäßigen Aufführungen offiziell und in voller Länge ansehen. Den Kanal habe ich in der Beschreibung verlinkt. An dieser Stelle auch ein Tipp für alle, die eine etwas tiefere Verbindung mit dem Land haben und eine japanische Telefonnummer besitzen oder jemanden in Japan kennen, der für sie bestellen kann. Es gibt auf der japanischen Seite Angebote, die du über die englische nicht bekommen kannst. Etwa kannst du nur über die japanische Version die Sitze ganz vorne an der Bühne reservieren und die frei verfügbaren gibt es hier per Vorbestellung für nur 1000 Yen, also 500 Yen günstiger. Zudem noch ein Gaming-Geheimtipp. Wenn dich Kagura interessiert, spiel unbedingt Kunitsugami. Das kommt von Capcom, die sich jüngst mit Pragmata einen Ruf für sehr einzigartige und auch spannende Gaming-Erlebnisse erarbeitet haben. Kunitsugami ist quasi spielbares Kagura. Hier beschützt du eine Shinto-Priesterin, die einen Berg mit ihren Tänzen von einem dämonischen Einfluss befreit. Zuvor brachte der Entwickler übrigens auch Okami raus, das eine eigene Interpretation der Geschichte von Yamato no Orochi ist. Wenn du noch mehr über Erlebnisse in Japan abseits der üblichen Klassiker erfahren willst, interessiert dich vielleicht auch mein Video zu den Hightech-Kartenspielen, die du hier spielen kannst und das ich jetzt gerade an dieser Stelle einblende. Und hier hingegen sage ich damit wie immer, ciao und bis zum nächsten Mal.